Hast du schon mal gesagt, ich spreche mit meinem Chef und jemand dachte, du meinst den Koch? Oder ich bin fast fertig und alle glaubten, du bist schnell? Heute klären wir solche falschen Freunde, ganz konkret für Büro, Café und Reise, und zwar auf B1-Niveau. Genau, in dieser Folge lernst du, wie Wörter wie bekommen, eventuell oder Mode im Deutschen wirklich funktionieren. So vermeidest du peinliche Missverständnisse im Alltag, im Smalltalk und auf Reisen. Los geht's, ohne Umwege. Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Und wenn ihr üben wollt, die ganze Lektion ist auf Vocabli. Also, fangen wir an mit einem Klassiker. Chef heißt im Deutschen der Boss, nicht der Koch. Ja, voll wichtig. Wenn du im Büro sagst, mein Chef ist heute im Meeting, dann ist das dein Vorgesetzter, also dein Boss. Der Koch in der Küche heißt bei uns einfach Koch oder Köchin, nicht Chef. Zweites Wort, das echt tückisch ist, bekommen. Viele denken an bekome, aber bekommen heißt kriegen oder erhalten. Also, ich bekomme morgen eine E-Mail, bedeutet ich erhalte sie, nicht ich werde eine E-Mail. Und dann fast. Im Deutschen bedeutet fast nicht schnell, sondern beinahe. Wenn ich sage, ich bin fast fertig, meine ich bin beinahe fertig, also so gut wie, noch nicht ganz. Lass uns das kurz in einer Miniszene zeigen. Stell dir vor, du bist im Büro. Du sagst, ich spreche gleich mit meinem Chef. Ich bekomme danach die Infos. Ich bin fast fertig mit der Präsentation. Das passt alles, oder? Ja, total natürlich. Aber wenn du da I become im Kopf hast, wird's schief. Und fast als schnell zu verstehen, führt auch zu Chaos. Also lieber ruhig einmal mehr überlegen, wie das Wort im Deutschen benutzt wird. Noch zwei Wörter, die gern verwechselt werden. Aktuell und eventuell. Aktuell heißt derzeit oder im Moment. Eventuell bedeutet vielleicht, also eine Möglichkeit, kein sicherer Plan. Kurzes Rollenspiel im Café, ja? Du bist der Gast, ich die Barista. Zeig mal, wie du bekommen, eventuell und fast richtig benutzt. Gern. Hallo. Ich hätte gern einen Cappuccino. Bekomme ich eventuell auch Hafermilch? Ich hab's eilig, aber ich bin fast pünktlich dran. Sehr gut. Und ich antworte, klar, Hafermilch geht. Der Cappuccino ist aktuell unsere Spezialität, hier ist aktuell, also gerade jetzt, nicht eigentlich oder so. Apropos Kaffee. Ich hab mal was Peinliches erlebt. Ich bin selbstbewusst reingelaufen, hab auf Englisch bestellt, so im Stil, a flat white, please, und bekam nur leere Blicke. Das war ein sehr deutsches, traditionelles Café, und die Barista war, naja, nicht so entspannt mit Englisch. Uff, ich kenn das. Da hilft's, ein paar Schlüsselwörter wirklich sicher zu haben. Zum Mitnehmen, statt to go, Sahne statt Creme, und eben bekommen, richtig einsetzen. Klingt klein, aber es rettet dir die Situation. Nächstes Wort, das echt oft schief geht, Mode. Viele denken, es ist einfach Mode wie auf Englisch, so Modus. Im Deutschen heißt Mode aber Fashion, also Kleidung und Trends. Für Mode im technischen Sinn sagen wir Modus. Genau, also, ich interessiere mich für Mode bedeutet für Fashion. Wenn du von deinem Handy sprichst und sagst Dark Mode, dann ist es im Deutschen meistens Dunkelmodus. Kleiner Unterschied, große Wirkung. Sprechen wir noch über Gift. Das ist der Klassiker, der leider gefährlich sein kann. Gift heißt im Deutschen Poison. Ein Geschenk heißt bei uns Geschenk, nicht Gift. Ja, stell dir vor,
Du sagst auf einer Party, ich liebe deutsches Gift, besser nicht. Sag lieber, ich liebe deutsche Geschenke, oder ich hab ein Geschenk dabei. Und dann diese Scheinanglizismen. Also Wörter, die englisch klingen, aber nur im Deutschen so benutzt werden. Handy, zum Beispiel. Das ist bei uns das Mobiltelefon, im Englischen sagt man Mobile Phone oder Cellphone. Oder Beamer. In Deutschland ist das der Projektor. Wenn du im Meeting sagst, können wir den Beamer anmachen, ist völlig klar, wir schalten den Projektor ein. Ein echter Engländer guckt da manchmal irritiert. Kurzer Reality-Check an die Hörer, weil das oft gefragt wird. Public Viewing in Deutschland bedeutet meistens ein gemeinsames Fußballgucken draußen auf einer großen Leinwand. Also nicht etwa eine öffentliche Leichenschau, wie es im Englischen klingen kann. Ja, und rund um solche Wörter gibt's ja immer wieder Diskussionen. Manche Leute ärgern sich über zu viele Anglizismen, andere sagen, Sprache verändert sich halt. Mir hilft einfach, ich lerne, wie das Wort hier benutzt wird, und dann benutze ich's so. Bevor wir weitergehen, kurzer Test, okay? Was heißt eventuell im Deutschen? Also einfach mal mitsprechen, vielleicht. Und fast bedeutet beinahe, nicht schnell. Wenn das sitzt, spart ihr euch echt viele Missverständnisse. Und Chef ist der Boss, nicht der Koch. So, weiter geht's mit ein paar Wörtern fürs Büro und für Reisen. Ich mag sensible versus sensibel. Im Deutschen heißt sensibel feinfühlig, also jemand, der schnell verletzt oder gerührt ist. Ja, wenn du sagst, unser Chef ist sensibel, heißt das, er reagiert empfindlich. Sensible Daten ist so ein Grenzfall. Da meinen wir zwar ähnliche Dinge wie im Englischen, aber im Alltag rede ich eher von vertraulichen Daten. Dann haben wir Spenden. Viele Lernende denken an to spend, also Geld ausgeben. Spenden bedeutet aber etwas für einen guten Zweck geben. Wenn du sagst, ich spende 10 Euro, dann gibst du das Geld für Charity, nicht fürs Shopping. Gutes Reisewort, Kaution. Im Deutschen ist das die Sicherheitsleistung, zum Beispiel in einer Ferienwohnung. Im Englischen kann Bail auch etwas anderes bedeuten, also Vorsicht. Wenn du die Wohnung mietest, zahlst du Kaution und die bekommst du am Ende zurück. Und jetzt was Nettes aus der Autowelt, Oldtimer. Das ist bei uns kein alter Mensch, sondern ein klassisches Auto, so ein schönes, altes Modell. Wenn du sagst, mein Onkel fährt einen Oldtimer, dann stell dir ein glänzendes Auto vor, keinen Opa auf einem Roller. Oh, und Partykleidung, Smoking. Das ist bei uns der elegante Anzug, also ein Tuxedo. Ich trage heute Smoking, heißt nicht, dass du rauchst, sondern dass du richtig schick angezogen bist. Komm, machen wir ein kurzes Bürorollenspiel, ja? Du hast einen Termin und brauchst Technik. Versuch mal, 3 von den Wörtern zusammenzubringen. Alles klar. Hey Julia, mein Termin mit dem Chef ist aktuell auf 14:30 Uhr. Kannst du eventuell den Beamer reservieren? Und falls nötig, spenden wir am Ende die übrig gebliebenen Snacks an die Nachbarschaft. Das läuft. Ich würde vielleicht sagen, spenden wir die restlichen Snacks, ja, das passt. Und aktuell auf 14:30 Uhr klingt super, da merkt man, dass es gerade so geplant ist, aber sich noch ändern könnte. Noch eine kleine Anekdote zum Thema Städtennamen, passt ja auch zu Wörter anders im Deutschen. Eine Freundin war in Wien und sagte zu ihren amerikanischen Freunden ständig Wien. Die dachten erst, das sei eine andere Stadt als Vienna. War ein ziemliches Durcheinander. Ja, Endonyme und Exonyme, also Eigennamen in der Landessprache, sind tricky.
Ich sag dann einfach in Wien, also Vienna, und danach benutze ich nur noch Wien. Dann ist es einmal klar und fertig. Noch 2 Stolpersteine aus dem Alltag. Bald und kurz. Bald heißt soon, also in naher Zukunft. Und kurz kann short oder kurzfristig bedeuten. Zum Beispiel, ich rufe dich kurz an, das ist dann ein schneller Anruf. Wenn wir schon bei Zeit sind, Termin ist ein fester, geplanter Zeitpunkt, nicht nur Appointment, sondern wirklich verbindlich. Und verabreden nutzt man eher privat, einen Termin vereinbaren eher im Beruf. Kleine Nuance, aber hilfreich. Sollen wir noch einmal ganz schnell die schlimmsten Fallen zusammenknipsen? Bekommen ist erhalten. Chef ist der Boss, fast ist beinahe, aktuell ist derzeit, eventuell ist vielleicht. Und Mode ist Fashion, nicht Modus. Plus die Scheinanglizismen. Handy ist das Mobiltelefon, Beamer der Projektor, Public Viewing ist gemeinsam Fußball schauen, Oldtimer ist ein klassisches Auto und Smoking ist der feine Anzug. Gift ist Gift, also Vorsicht, und Geschenk ist das, was du zum Geburtstag bekommst. Ein Praxistipp, der mir wirklich geholfen hat: Sprich solche Wörter etwas lauter und deutlich, vor allem, wenn du unsicher bist. Das klingt komisch, aber selbstbewusstes Sprechen öffnet Türen. Leise Nuscheln macht Missverständnisse oft größer. Und achte auf die Vokale, echt jetzt. Wenn du statt mit einem englischen A sagst, klingt es schnell wie Staat, und das ist ein anderes Wort. Gerade bei Mode versus Modus hörst du im Deutschen die Vokale sehr klar. Kleines Alltagsdialogchen, diesmal im Elektronikladen, okay? Kunde sucht etwas für eine Präsentation. Los geht's. Hallo, ich brauche für morgen einen Projektor. Wie sagt man, haben Sie einen Beamer? Und funktioniert der auch im Dunkelmodus mit meinem Laptop? Klar, wir haben mehrere Beamer. Der Dunkelmodus deines Laptops ist egal. Hauptsache, das HDMI-Kabel passt. Willst du ihn eventuell gleich bis morgen reservieren? Perfekt. Dann nehme ich den. Und nur zur Sicherheit, ich bekomme heute noch eine Bestätigung per E-Mail, oder? So bin ich fast fertig mit den Vorbereitungen. Genau, die Bestätigung kommt gleich. Siehst du, das war eine runde Szene mit Beamer, bekommen, eventuell und fast. Alles sehr deutsch, aber leicht zu merken, wenn Mong einmal gehört hat. Ich möchte noch kurz auf die Diskussion über Anglizismen zurückkommen, aber ganz praktisch. Manche regen sich auf, aber ich finde, lerne die gängigen deutschen Bedeutungen, wie Handy und Beamer, und benutze sie so. Das zeigt Respekt für die Sprache und macht dich sofort verständlicher. Ja, Sprache lebt, klar. Wichtig ist, dass du im Kontext verstanden wirst. Und gerade diese Wörter sind Signale. Wenn du sie richtig nutzt, klingst du sofort natürlicher, auch wenn du sonst noch Fehler machst. Kurzer Minitest zum Mitsprechen, okay? Mode heißt Fashion. Chef heißt Boss. Gift heißt Poison. Und eventuell heißt vielleicht. Wenn du das parat hast, bist du super unterwegs. Jetzt würden wir gern von euch hören. Welche deutschen Wörter benutzt ihr immer wieder falsch, weil sie im Englischen anders sind? Oder hattet ihr mal eine witzige oder peinliche Situation mit Public Viewing, Handy oder Oldtimer? Erzählt uns eure beste Anekdote. Und wie vorhin angedeutet, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably, Link in der Beschreibung. Da könnt ihr das alles in Ruhe nachlesen und nachsprechen. Danke euch,
Bis zum nächsten Mal. Genau, schaut da unbedingt rein, das hilft echt im Alltag. Wir hören uns, macht's gut und viel Spaß beim Ausprobieren der Wörter im echten Leben.